Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt etwas über James Bond im Visier der Physik erzählen. Geschüttelt, nicht gerührt. Sie sehen da vorne unseren Plan, den wir vorhaben. Zunächst werde ich Ihnen im Rahmen einer kurzen Einleitung überhaupt erstmal erklären, wer James Bond ist. Dann gucken wir uns Verfolgungsjagden an. Ich werde Ihnen etwas über Optik und James Bond erklären. Und am Ende des Vortrags erkläre ich Ihnen den Titel des Vortrags. Warum trinkt James Bond eigentlich seinen Wodka Martini geschüttelt und nicht gerührt? Das hat natürlich einen physikalischen Grund und das werde ich Ihnen am Ende erklären. Ja, lassen Sie uns gleich mal beginnen. James Bond wurde von diesem Herrn erfunden. Ian Fleming, einem britischen Schriftsteller, der leider viel zu früh verstorben ist und der 1953 dieses Buch geschrieben hat, Casino Royale, über einen britischen Geheimagenten, der sich zwischen den beiden damaligen Machtblöcken USA und Sowjetunion bewegen sollte und dabei Abenteuer zu bestehen hatte. Und dieses Buch wurde erfolgreich und er hat weitere Bücher über diesen Geheimagenten geschrieben, die wurden alle sehr erfolgreich. Und es ist nicht nur heute so, es war damals auch schon so, erfolgreiche Bücher sind ins Kino gekommen. Und so ist es zu James Bond im Kino gekommen. Hier sehen Sie mal alle Darsteller, die bisher James Bond gespielt haben. Und ich zeige Ihnen jetzt mal die markante Art und Weise, wie sich alle diese Herren das erste Mal, als sie den Bond gespielt haben, jeweils vorgestellt haben. Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Wer sind Sie? Bond. James Bond. Danke, Mister. Mein Name ist Bond. James Bond. Mein Name ist Bond. James Bond. Ja, das kennen Sie alle, ja, dass er sich auch so vorstellt. Und Sie wissen wahrscheinlich auch alle, wer James Bond ist. James Bond ist ein Vogelkundler aus Philadelphia, wie Sie hier sehen können. Und das ist tatsächlich wahr. Denn Ian Fleming stand ja vor dem Problem, wie er seinen Helden nennen soll. Und Sie müssen wissen, Ian Fleming hatte eine sehr große Bibliothek. Und in dieser Bibliothek befand sich unter anderem das Buch des Ornithologen James Bond. Und er hat tatsächlich dessen Namen genommen und ihm seinem Geheimagenten verpasst. Das ist die wahre Geschichte. Und nur wenn Sie das wissen, können Sie die folgende Szene aus dem 20. Bond-Film Stirb an einem anderen Tag auch in ihrer vollen Tiefe verstehen. Na, ich bin wegen der Vögel hier. Ornithologe? Sehen Sie? Ja? Sie können jetzt schon mit Ihrem Wissen angeben, wenn Sie diesen Film das nächste Mal sehen, indem Sie dann einfach bei dieser Szene sagen, wird hier nicht auf den eigentlichen Ursprung des Namens von James Bond angespielt. Und das wird es natürlich. James Bond ist von Ian Fleming in seinen Büchern auch definiert worden mit seinen ganzen Eigenschaften. Ich glaube, seine markanteste Eigenschaft ist seine Geheimnummer, seine Doppel-Null-Nummer. Was die bedeutet, erklärt uns am besten mal sein Vorgesetzter. Ihre Doppel-Null-Nummer bedeutet, Sie dürfen notfalls einen Gegner erschießen, nicht er Sie. Ja, das hätte man nicht besser erklären können. Das ist die Lizenz zum Töten. Ja, wenn man sich das weiter anguckt, dann ist es so, dass wir mal in James Bonds Personalausweis gucken können und da stellen wir zu unserer Verwunderung fest, er ist geboren in Wattenscheid. James Bond ist ein Kind des Ruhrgebietes. Es ist tatsächlich so, es gibt eine offizielle Biografie von James Bond, allein das ist schon bemerkenswert. Und in dieser offiziellen Biografie ist festgelegt, dass James Bond in Wattenscheid 1920, und zwar am 11. November, geboren ist. Und zwar ist er als Sohn des schottischen Ingenieurs Andrew Bond und der Schweizer Bergsteigerin Monique Delcroix zur Welt gekommen, im Ruhrgebiet in Wattenscheid. Ja, dann hat James Bond eine bestimmte Bewaffnung, er hat bestimmte Stärken, er hat Schwächen, Alkohol, das werden wir noch sehen, und Frauen. Und Frauen. Ich zeige Ihnen mal einen Ausschnitt aus dem Film Goldfinger. Dazu muss ich sagen, der ist aus dem Jahr 1964. Heute könnten Sie das natürlich nicht mehr so zeigen. Ja. Bisschen tiefer, Liebling. Ich dachte mir schon, dass du in guten Händen bist. Oh, Felix. Felix, wie geht's denn? Dink, das ist Felix Leiter. Hallo. Felix, sagt Dink guten Tag. Tag, Dink. Dink, sagt Felix auf Wiedersehen. Männergespräch. 1964. 1964 war dieser Ausschnitt natürlich heute so nicht mehr darstellbar, zum Glück. So, Sie sehen,
Er spricht auch weitere Sprachen, hat bestimmte Kennzeichen und was wirklich markant ist, James Bond hat bei einer Größe von 1,83 Meter eine Masse von 76 Kilogramm. Das ist festgelegt. Die Herren wissen, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und Daniel Craig beispielsweise kommt diesen Maßen ziemlich nahe. Er war beim Film Casino Royale, war Daniel Craig 78 Kilogramm schwer und hat eine Körpergröße von 1,82 Meter. Das würde man ja noch im Rahmen der Messunsicherheiten tolerieren. Apropos Daniel Craig. Im Jahr 2005, im Oktober 2005, wurde bekannt gegeben, dass Daniel Craig der neue James Bond wird. Und zwar auf folgende Art und Weise. Denn die Art und Weise, wie der neue Name des neuen Bond-Darstellers bereits vor der heutigen offiziellen Vorstellung in der Presse durchgesickert war, ist aus Sicht eines echten Geheimagenten eine peinliche Katastrophe. Mutti hat geplaudert. Keine Folter, kein Zwang, nein, Mutti war einfach zum Platzen stolz auf ihren Sohnemann, den neuen James Bond. Oder um es mit dessen Worten zu sagen, Mutti wurde nicht geschüttelt, sie war einfach nur gerührt. Ja, hätte man nicht besser verkünden können, dass Daniel Craig der neue Bond wird. Aber ich glaube, jetzt sind wir vorbereitet. Jetzt können wir zur Physik kommen und ich möchte mit einer Verfolgungsjagd beginnen. Und zwar mit einer Verfolgungsjagd aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt aus dem Jahr 1974. James Bond verfolgt Scaramanga, den Bösewicht. Der befindet sich aber gerade auf der anderen Seite eines Flusses und James Bond muss also diesen Fluss überqueren. Geht nur nicht, weil es keine Brücke gibt. Wie James Bond das jetzt tut, das gucken wir uns erstmal an. Die nächste Brücke ist 3 Kilometer zurück. Zur Brücke geht's doch da runter. Du willst doch nicht da. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Schon mal was von Evel Knievel gehört? Das ist Evel Knievel? Also sowas habe ich noch nie gemacht. Trösten Sie sich, ich auch nicht. Ja, da haben Sie es gesehen. Das sah ja nun wirklich interessant aus und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ja, es ist also so, dass das Auto hier auf diese Rampe fährt. Das scheint ja eine eingestürzte Brücke zu sein. Diese Rampe ist aber ein bisschen verdreht und deswegen dreht das Auto sich in der Luft einmal um die Längsachse und landet dann auf der anderen Seite der Brücke. Und wir wollen das mal genauer analysieren. Mit genauer analysieren meine ich jetzt die Frage, ja, wir wollen die Frage stellen, was ist hier überhaupt eine interessante Frage? Ja, viele Leute denken immer, in der Physik ist das Schwierige, die Sachen zu lösen. Naja, manchmal ist auch das Schwierige, überhaupt eine interessante Frage sich zu stellen. Ich zeige Ihnen mal, was hier eine interessante Frage ist. Man könnte natürlich die Flugkurve dieses Autos berechnen, habe ich hier mal getan. Ja, kann man machen. Ja, die rote Kurve ist übrigens einfach nur ohne Drehung um die Längsachse, die Flugkurve. Die blaue Kurve ist mit Drehung um die Längsachse berechnet worden. Da sehen Sie, die unterscheiden sich nicht stark. Das ist nicht so interessant, so eine Flugkurve zu berechnen. Ja? Die interessante Frage, die man sich hier stellen kann, ist die folgende. Angenommen, das funktioniert, dann hängt das ja nur ab vom Abstand dieser beiden Rampen, vom Anstellwinkel der Rampe, vom Verdrehungswinkel der Rampe. Wenn das wirklich so funktioniert, dann ist der einzige Parameter, von dem das dann wirklich abhängen kann, die Geschwindigkeit, mit der ich auf diese Rampe drauf fahre. Und das heißt umgekehrt, wenn ich Ihnen die Geschwindigkeit nenne, dann können Sie das mit Ihrem Auto auch. Das würde es heißen. Wenn es nur von der Geschwindigkeit abhängt, dann können Sie das mit Ihrem Auto auch machen. Das ist doch eine spannende Frage. Die Frage lautet jetzt, können Sie das mit Ihrem Auto auch machen? Wenn ich Ihnen die Geschwindigkeit nenne, vorausgesetzt Sie vertrauen mir, ich meine, da gehe ich mal von aus, dass Sie das tun. Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, fahren Sie da mit der und der Geschwindigkeit drauf, dann müssten Sie das doch mit Ihrem Auto auch können. Vorausgesetzt, das war ein echter Stunt. Are you the chap who designed or did the car stunt in the Houston Astrodome? Ja, das war ein echter Stunt. Den haben Stuntmen
im Zirkus vorgeführt. Das heißt, das funktioniert wirklich. Also ist die Frage ja umso interessanter. Könnten Sie das mit Ihrem Auto eigentlich auch? Ja, die Antwort lautet nein. Denn hier ist das Auto das Geheimnis dieses Stunts. Und das machen wir uns mal klar. Es gilt nämlich in der Physik, dass Drehbewegungen, also Rotationen, sind nur um bestimmte Achsen überhaupt stabil in der Luft. Das heißt, wenn Sie so eine Symmetrieachse haben wie diese Achse, ja, das mit einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung um die Achse herum, oder diese Achse, wenn sich dieser Körper um diese Achse dreht, ist die Gewichtsverteilung halbwegs gleichmäßig. Oder um diese Achse. Ja? Wenn sich ein Körper also um eine Symmetrieachse dreht, mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung, dann rotiert der stabil in der Luft. Wenn er sich um diese Achse dreht, die da so schräg durch den Quader geht, dann ist die Gewichtsverteilung nicht gleichmäßig und der Körper würde nicht stabil in der Luft rotieren. Das zeige ich Ihnen jetzt mal anhand eines Experimentes, was ich damit meine. Also, The computer was used by the National Highway Safety Bureau in the investigation and reconstruction of single-vehicle automobile accidents worldwide. The firm that happened to do that was a company in Buffalo, division of Cornell University. An ingenious engineer there by the name of Raymond McHenry visualized that we could do a complete football spiral type with a full-size automobile. The exercise is quite complicated because the car has to be perfectly balanced. The steering wheel is in the middle. The car has been cut in half, widened about 2 inches. Everything was then centralized and balanced. Das waren noch die, also das zeige ich Ihnen jetzt noch vor dem Experiment, ich war schon ein bisschen zu weit. Das waren die Macher des Stunts, die gesagt haben, warum der Stunt funktioniert hat. Und daran konnten Sie das schon sehen. Man brauchte offenbar ein Auto mit absolut gleichmäßiger Gewichtsverteilung um die Längsachse herum. Und das hat man dadurch erzielt, indem man das Auto in der Mitte durchgesägt hat, indem man das Lenkrad in die Mitte gesetzt hat. Damit saß dann auch der Fahrer in der Mitte. Man hat das Dach abgesägt und durch ein Pappdach ersetzt, damit die Gewichtsverteilung um die Längsachse herum möglichst gleichmäßig ist. Das musste man machen. Warum? Naja, habe ich Ihnen schon gesagt. Gleichmäßige Gewichtsverteilung bedeutet, ein Körper dreht sich auch stabil in der Luft. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal mit einem Experiment. Wir gucken uns mal diesen Kreisel an. Das ist ein Kreisel, der sich um diese Achse hier drehen kann. Ja? Das wäre jetzt also die Längsachse des Autos. So müssen Sie sich das vorstellen. Und bei diesem Kreisel können wir jetzt einmal die Gewichtsverteilung gleichmäßig machen und einmal können wir sie ungleichmäßig machen. Hier sehen Sie das, auf der Vorderseite haben wir hier 2 schwere Gewichte und da nichts. Und auf der Rückseite genau in den Lücken 2 schwere Gewichte und jeweils an diesen beiden Positionen nichts. Das heißt, um die Drehachse herum sind die Gewichte gleichmäßig verteilt. Ja, und wir machen das Experiment dann noch ein zweites Mal. Und jetzt haben wir auf der Vorder- und auf der Rückseite an derselben Stelle die schweren Gewichte und hier immer die Lücken. Das heißt, hier sind jetzt die Gewichte ungleichmäßig verteilt um die Drehachse herum. Und wir lassen jetzt beide Kreisel kreiseln und machen exakt das gleiche Experiment. Sie sehen auf der linken Seite den Kreisel mit der gleichmäßigen Gewichtsverteilung und auf der rechten Seite den Kreisel mit der ungleichmäßigen Gewichtsverteilung. Versuchen Sie mal, die beiden Bewegungen, die Sie jetzt gleich sehen, zu unterscheiden. Hier sehen Sie das, links mit der gleichmäßigen Gewichtsverteilung, rechts mit der ungleichmäßigen Gewichtsverteilung. Sie sehen exakt das gleiche Experiment. Und wenn ich dann ein kleines bisschen den Kreisel störe, dann sehen Sie, der linke kreiselt völlig stabil, den hat das gar nicht interessiert, und der rechte überschlägt sich völlig unkontrolliert. Das heißt, bei einer ungleichmäßigen Gewichtsverteilung ist es so, dass die Drehbewegung völlig unkontrolliert wird, wenn es da nur eine klitzekleine Störung gibt. Und das war der Grund, warum man das Auto so präparieren musste, dass die Gewichtsverteilung möglichst gleichmäßig war. Ja, und dann braucht man natürlich einfach nur den Anstellwinkel der Rampe festzustellen, die Länge der Rampe. Man muss hier diesen Verdrehungswinkel der Rampe feststellen. Das hat James Bond ja auch versucht zu peilen, das haben Sie in dem Film gesehen. Und dann kann man sich letztlich ausrechnen, dass Bond mit 64 Kilometer pro Stunde auf die Rampe fahren muss, plus minus 3. Das ist sozusagen den Fehler, den er dabei machen darf, damit das funktioniert. Ja, er muss also mit 64 Kilometer pro Stunde auf diesen Punkt fahren, plus minus 3. Ja. Und was muss er hier oben machen? Nichts weiter. Den Rest macht die Physik dann automatisch. Er darf auch nichts machen. Wenn er da rumzuckt in dem Auto, ist die Gewichtsverteilung wieder nicht gleichmäßig. Deswegen wurde der Stuntman
in die Mitte des Autos gelegt. Er wurde mit Gurten festgeschnallt, dass er sich auch überhaupt nicht bewegen konnte. Und mit dem Trick funktionierte der Stunt dann gleich beim ersten Mal, als man den Film aufgenommen hat. Sie sehen also, wenn Sie das nachmachen wollen, haben Sie noch kleinere Schweißarbeiten in Ihrer Garage vor sich, aber dann würde dieser Stunt genauso funktionieren. Sie sehen auch, dass in solchen Stunts natürlich Physik drin ist. Was denn sonst? Ich zeige Ihnen noch eine weitere Verfolgungsjagd oder in diesem Fall eher eine Flucht von James Bond aus dem Film Leben und Sterben lassen aus dem Jahr 1973. Bond verfolgt den Gangster Mr. Big und er wird da auf einer klitzekleinen Insel ausgesetzt und da wird es für ihn langsam ungemütlich. Ja, Moment mal, ist der da gerade über Krokodile gelaufen? Haben Sie das gerade gesehen? Ist der über Krokodile gelaufen? Ist da jemand über Krokodile gelaufen? Die Antwort lautet ja. Da ist jemand über Krokodile gelaufen. Sie müssen bedenken, dieser Film ist 20 Jahre vor Jurassic Park gedreht worden. Das heißt, wenn Sie da jemanden sehen, der über Krokodile läuft, dann muss das auch wirklich passiert sein. Die alten James-Bond-Filme haben den Vorteil, dass wirklich die Sachen, die Sie sehen, müssen passiert sein. Das haben wir eben ja auch schon gesehen. Da ist wirklich ein Stuntman über Krokodile geschickt worden. Schauen Sie sich das mal an. Stunt. As he's about to jump, the crocodiles all do this because they're saying, here comes that guy again. I mean, they'd seen the act twice, and so they're waiting for him to jump again. Finally, on the afternoon of December the 31st, Ross Kananga defies death for a 5th time. Ja, der ist also wirklich über Krokodile gelaufen. Das ist ganz faszinierend. Wenn Sie sich fragen, warum haben die Krokodile ihm nichts getan, das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Die hat man vorher so satt gefüttert, dass die eins nicht hatten. Die hatten keinen Hunger. Die wollten wirklich nur spielen. Aber wir überlegen uns jetzt mal, wie macht er das eigentlich, das Laufen über die Krokodile? Ja, er tritt also auf die Krokodile drauf. Und es ist natürlich so, dass wenn Sie irgendwo sich befinden, dann ist es so, dass Sie die Gravitationskraft nach unten zieht, also Ihr Gewicht. Ja, dass ich jetzt hier nicht einsinke, liegt daran, dass es offenbar eine andere Kraft gibt, die dagegen wirkt.
Das heißt, hier muss es jetzt auch eine andere Kraft geben, die dagegen wirkt, wenn er über die Krokodile läuft. Und das ist einmal die sogenannte Rückstoßkraft. Das ist also, wenn Sie sozusagen ins Wasser mit dem Fuß tauchen, dann bewegt sich das Wasser ein bisschen weg, dann entsteht ein sogenannter Rückstoß, wie bei einer Rakete. Das ist aber der kleinere Effekt. Der größere Effekt entsteht durch die sogenannte Reibungskraft. Die kennen Sie auch. Wenn Sie mit der Hand durchs Wasser fahren, dann spüren Sie eine Kraft auf Ihrer Hand. Und je schneller Sie mit der Hand durchs Wasser fahren, desto größer wird diese Kraft. Und je größer die Fläche Ihrer Hand ist, desto größer wird diese Kraft, die Ihre Hand behindert. Und das kann man sich jetzt ausrechnen. Und es ist so, dass man dann eine Geschwindigkeit sich ausrechnen kann, ab der diese Kraft größer wird als die Gewichtskraft von James Bond, sodass man dann einfach über diese Krokodile rüberlaufen kann. Und da kommt raus, Bond muss mit einer Geschwindigkeit größer als 22 Kilometer pro Stunde über die Krokodile laufen, dann sinkt er nicht ein. Das scheint ja auch so zu sein, das scheint schon zu funktionieren. Und wir nutzen hier also bei den Krokodilen aus, dass die Fläche des Fußes durch die Krokodile vergrößert wird. Dadurch wird eben diese Kraft auch größer. Sie können sich jetzt die Frage stellen, ja, wozu brauche ich überhaupt die Krokodile? Die Krokodile brauche ich offenbar zur Flächenvergrößerung. Wenn ich die Krokodile wegnehmen würde, dann könnten Sie sich ausrechnen, dass Sie übers Wasser laufen könnten, wenn Sie mit 100 Kilometern pro Stunde laufen würden. Können Sie natürlich nicht. Der schnellste Mann der Welt, Usain Bolt, schafft mal 45 Kilometer pro Stunde. Aber mit 100 Kilometern pro Stunde könnten Sie übers Wasser laufen. Ist ja auch eine spannende Information. Oder Sie werden einfach leichter. Es gibt ein Tier auf der Welt, das kann tatsächlich über Wasser laufen. Das hat den bezeichnenden Namen Jesus Christus Echse. With the pond in the way, most lizards wouldn't stand a chance. But this is no ordinary lizard. For years, cinematographers tried to capture its steps with varying success. Witnessed at normal speeds. Their fleet-footed water dance leaves nothing but questions in its wake. Ja, Sie sehen, geht also tatsächlich übers Wasser laufen. Und die Echse macht das übrigens genau dann, auch wenn es James Bond tut, nur in höchster Gefahr läuft diese Echse wirklich übers Wasser. Ja, ein Beispiel habe ich für Sie noch, und zwar geht es jetzt in den Bereich der Optik. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt an, und zwar die ersten 60 Sekunden aus dem Film Goldfinger, dem wohl populärsten James Bond-Film aus dem Jahr 1964. Oh, Entschuldigung. Warum trägst du eigentlich immer dieses Ding? Ich habe einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Was wollte ich denn gerade? Ach ja. Ich weiß, eine hässliche Szene, aber wir gucken sie uns aus rein akademischen Gründen an. Also, ich möchte Ihnen jetzt erklären, wie man aus einer genauen Analyse dieses Bildes eine wesentliche Eigenschaft des Angreifers und eine wesentliche Eigenschaft der Dame herausbekommen kann. Fangen wir mal mit dem Angreifer an. Der Angreifer steht dort hinter dem Schrank und hat den Knüppel, wie Sie sehen, in der rechten Hand. Ja, ist klar zu sehen, in der rechten Hand. Und so sieht das Spiegelbild aus. Das ist natürlich ein bisschen doof. Sie wissen, ja, beim Spiegelbild sollte ja eigentlich rechts und links vertauscht werden. Es müsste ja eigentlich so aussehen. Es sieht aber nicht so aus. Es sieht so aus. Das müssen wir als erstes erklären. Ja, ich biete Ihnen zwei Erklärungsmöglichkeiten an. Erklärungsmöglichkeit 1 geht so. Der Film ist 1964 gedreht. Was Sie 1964 konnten, ist, Sie konnten Szenen durch Überblenden herstellen. Also Sie haben zum Beispiel mit einem Projektor ein Auge an die Wand geworfen, mit einem zweiten Projektor haben Sie dann über dieses Bild einen Film laufen lassen von einer Person, die sich auf etwas zubewegt, und dann sehen Sie ein Auge, in dem sich eine Person auf etwas zubewegt. Ja, wenn Sie das dann gemeinsam abfilmen, dann haben Sie durch Überblenden eine solche Szene erzeugt. Dabei vertauschen Sie natürlich nicht links und rechts. Ich hätte fast gesagt, früher, als man noch echte Fotoapparate hatte, so mit Film und so, da hat man manchmal vergessen, den Film weiterzudrehen, und dann hat man unfreiwillig überblendet. Dann schien ein Foto noch durch das nächste durch, und da hätte man auch nicht links und rechts vertauscht. Das ist heute natürlich anders mit unseren
Bildverarbeitungssystem oder heute auch so ein Videoschnittprogramm. Da würden Sie einfach die beiden Szenen ineinander einpassen. Sie würden sich überlegen, Mensch, das ist ja ein Spiegelbild, auf die Taste links, rechts vertauschen drücken und das war's. Aber nicht 1964. Da konnte man nur überblenden. Das ist also eine Erklärungsmöglichkeit dafür. Die zweite Erklärungsmöglichkeit ist ein bisschen einfacher. Die geht so: Zwischen dieser und dieser Szene hat der Angreifer einfach den Knüppel in die andere Hand genommen. Und da James-Bond-Filme ja die Wahrheit zeigen, muss diese Erklärungsmöglichkeit 2 stimmen. Wenn aber Erklärungsmöglichkeit 2 stimmt, dann ist der Angreifer natürlich besonders gefährlich, weil der offenbar mit beiden Händen gleichzeitig und auch gleich gut zuschlagen kann. Das heißt, das ist einer dieser gefährlichen Beidhänder, die es gibt, die alles mit beiden Händen gleich gut können. Das haben wir durch diese Analyse damit schon mal rausgefunden. Aber wir können noch mehr machen. Wir können nämlich das als eine Abbildung eines Gegenstandes, in diesem Fall einer Person, an einer gekrümmten Oberfläche auffassen. Ja, dieses Bild des Angreifers im Auge der Dame. Ja, das ist also eine Abbildung am Kugelspiegel, so können wir das auffassen. Und das wollen wir mal tun. Und jetzt kriegen wir also was über die Dame raus, über das Auge der Dame. Also wenn Sie sich so einen Kugelspiegel haben und Sie packen so einen Gegenstand davor, dann hat der eine bestimmte Größe, der hat einen bestimmten Abstand vom Spiegel und wir wollen uns jetzt die Größe des Bildes ausrechnen. Das ist unser Plan. Das wollen wir einfach mal machen. Ja? Die sogenannte Brennweite des Spiegels ist gegeben durch den Radius dieser Kugel. Das ist nur ein Fachbegriff. Ja? So. Und das können wir jetzt mal tun. Wir fassen jetzt das Auge mal als so einen sphärischen Spiegel auf. Das sehen Sie hier. Und den Gegenstand, den wir abbilden wollen, das ist der Angreifer. Der hat ungefähr eine Größe von 1,80. Woher weiß ich das? Naja, Bond ist 1,83 und Sie können in der Filmszene das sich genau angucken. Dann sehen Sie, der Angreifer ist ungefähr so groß wie James Bond. Deswegen ist 1,80 eine gute Schätzung. Der Angreifer befindet sich ungefähr in 2 Meter Abstand vom Auge der Dame. Auch das können wir in der Filmszene gut schätzen. Der Krümmungsradius des Augapfels eines erwachsenen Menschen sind ungefähr 9 mm. Ganz grob, ungefähr 9 mm. Und dann können wir jetzt mit Hilfe der geometrischen Optik uns die Größe des Bildes ausrechnen. Das hat man in der Schule gelernt. Also ich will Sie jetzt nicht an die tiefsten Niederlagen Ihrer Schulzeit erinnern, aber da hat man immer solche Zeichnungen gemacht und dann irgendwie mit Strahlensätzen rumhantiert. Und da kommt raus, 4 mm. Das Bild sollte 4 mm groß sein. Ja, 4 mm. Was machen wir jetzt mit der Information? Ich bin ja Experimentalphysiker von Haus aus. Und wir haben, mit wir meine ich jetzt damals noch in Dortmund, wo ich herkomme, wir haben einfach ein Experiment gemacht. Ich habe das mit 2 Studenten gemacht. Sie sehen hier jetzt das Auge von Katharina Woronjuk. Wer ist Katharina Woronjuk? Sie war damals Lehramtsstudentin an der TU Dortmund. Und mit damals meine ich vor 14 Jahren haben wir das gemacht. Ja, da war sie Lehramtsstudentin an der TU Dortmund. Das ist ihr Auge hier. Und sie wird bedroht von Frank Hommes. Er war damals auch Physikstudent an der TU Dortmund, ja, bedroht natürlich in Anführungszeichen, die haben die Szene nachgestellt. Frank Hommes ist 1,80 Meter groß und steht in 2 Metern Entfernung. Ja, wir haben es also genau so nachgestellt, wie man das im Film sieht. Und dann sehen Sie, Frank Hommes spiegelt sich hier im Auge von Frau Woronjuk und wenn Sie nachmessen, wie groß ist das Spiegelbild von Herrn Hommes? 4 mm. Ja, 4 mm. Das ist genau die Zahl, die wir uns theoretisch vorher ausgerechnet haben. Wow. Ja. Die Theorie sagt, das Bild sollte 4 mm groß sein, wir machen das Experiment und zack, das Bild ist 4 mm groß. So soll Wissenschaft sein. Ja? Ich sage immer, die Physik, die einzige Wissenschaft, bei der die Prognosen auch eintreten, aber gut, das sehen Sie wahrscheinlich anders. Aber wenn das so ist, dann haben wir trotzdem ein Problem. Wir wollten ja nicht ausrechnen, wie groß ist Herr Hommes im Auge von Frau Woronjuk. Im Film ist das ja ganz anders. Im Film sehen wir ja, dass der Oberkörper des Angreifers das Auge der Dame komplett ausfüllt. Ja? Wenn man das nachmisst, da kommen wir auf eine Bildgröße von 2,8 Zentimetern. Also haben wir doch noch ein Problem. Na gut, vielleicht stimmt die Größe des Angreifers nicht. Die haben wir ja auch nur geschätzt. Und in der Tat, wenn der Angreifer 12,50 Meter groß wäre, dann passt alles zusammen. Naja, gut, ich meine Kollegen aus der theoretischen Physik, für die wäre die Aufgabe jetzt gelöst, aber als Experimentalphysiker muss ich natürlich sagen, nee, der Angreifer war nicht so groß wie ein 4-stöckiges Haus, da muss noch irgendwie ein Fehler sein. Naja, vielleicht stimmt ja der Abstand des Angreifers nicht. Wir haben ja die 2 Meter auch nur geschätzt.
Und in der Tat, Sie sehen hier wieder unsere heldenhaften Studenten, das ist wieder das Auge von Frau Woroniuk. Es spiegelt sich Herr Hommes in dem Auge, sein gesamter Oberkörper füllt das Auge aus. Das Bild ist also tatsächlich 2,8 Zentimeter groß. Da würde man sagen, geht doch. Ja, ja, das geht schon, aber Herr Hommes ist in 30 Zentimeter Entfernung von Frau Woroniuk. Das kann natürlich in der Realität nicht so sein. Da müsste jetzt ja noch zwischen Herrn Hommes und Frau Woroniuk müsste jetzt ja noch James Bond passen. Und wenn das so wäre, dann bräuchte er nicht das Spiegelbild, dann würde er ja den Atem von Bond im Nacken spüren. Er ist ja schließlich gleich groß. Ja? Also das haut auch nicht hin, das ist auch zu dicht dran. Das Einzige, was sein kann, ist, dass der Krümmungsradius des Augapfels der Dame einen anderen Wert hat. Und alles passt zusammen, alles passt logisch zusammen, wenn dieser Krümmungsradius 6,3 Zentimeter ist. Was heißt das? Naja, das sehen Sie hier. 9 mm Krümmungsradius, das ist die Krümmung eines 2-Cent-Stücks. Also Ihr Auge hat eine Krümmung eines 2-Cent-Stücks. 6,3 cm Krümmung, das ist diese 7-mal schwächere Krümmung, die Sie da sehen können. Die ist 7-mal schwächer. Das heißt, was wir rausbekommen haben, ist, die Dame hat ein abnormal schwach gekrümmtes Auge und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das zweite Auge, was abnormal schwach gekrümmt ist. Das ist so schwach gekrümmt, dass Sie da auch mit einer Kontaktlinse nichts machen können. Mit anderen Worten, was wir rausbekommen haben, ist, die Dame ist blind. Die hat ihn vielleicht an der Stimme oder am Geruch erkannt, aber sie hat ihn bestimmt nicht gesehen. Sie sehen also, wir haben eine wesentliche Eigenschaft der Dame auch durch diese Analyse herausbekommen. Widerlich. Einfach widerlich. Damit meint er natürlich nicht die Dame, sondern die bedauernswerte Situation, in der sie sich da befinden. Ja, jetzt möchte ich Ihnen den Titel des Vortrags noch zum Ende etwas näher bringen. Geschüttelt, nicht gerührt. Warum trinkt James Bond eigentlich seine Wodka-Martinis auf die Art und Weise? Darf ich etwas für Sie tun, Mr. Bond? Bringen Sie mir einen Drink. Ein Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Ja, Sir? Die Dame möchte einen Bacardi on the Rocks. Und für den Gentleman? Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Auch gut informiert. Miss Kennedy, würden Sie mir einen Medium Dry Wodka Martini holen? Und geschüttelt, nicht gerührt. Abheben. Und nach welchem Motto leben Sie? Solange man vorne liegt, sollte man auch nichts werden. Also diese Kunst habe ich nie gelernt. Vielleicht können Sie mir etwas beibringen. Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Und für Sie? Das Gleiche. Darf ich Ihnen etwas bringen, Sir? Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Ich bedauere, wir servieren keinen Alkohol. Ich merke schon, das wird mein Lieblingsort. Er nimmt den proteolytischen Verdauungsenzym-Shake. Ja, Sie sehen, selbst Daniel Craig lässt sich seine Wodka-Martinis schütteln und nicht rühren. Also das scheint ja irgendwas damit auf sich zu haben. Das ist ja eine Marotte von James Bond und wir wollen uns jetzt überlegen, was es damit auf sich hat. Das ist hier das Originalrezept, was Ian Fleming festgelegt hat. Im Wesentlichen sehen Sie, da packen Sie ein bisschen harten Alkohol in so ein Glas rein, ein bisschen Gemüse und dann ist es das schon. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wie sowas schmeckt, weil ich sowas einfach nicht trinke. Insofern bin ich da reiner Theoretiker. Aber man muss auch in der Wissenschaft nicht immer alles sozusagen gleich wissen. Man kann ja erstmal in die Literatur gucken. Haben denn andere schon etwas zu dem Thema herausgefunden, zum Thema geschüttelt, nicht gerührt? Und da sehen Sie, schon vor 20 Jahren haben kanadische Wissenschaftler herausgefunden, warum das so ist, warum er das tut. Sie haben herausgefunden, der geschüttelte Cocktail scheint nämlich gesünder zu sein als der gerührte. Wird der Cocktail geschüttelt, werden die freien Radikale im Drink besser aufgelöst. Gerührt bleiben sie teilweise im Getränk und können dem Körper Schaden anrichten. Nehmen freie Radikale im Körper überhand, begünstigen sie Krankheiten wie Krebs, Arterie, diese Krankheit hier und den grauen Star. Ja? Und dann steht hier, wenn also Martini getrunken wird, dann sollte dieser geschüttelt sein, denn der geschüttelte Martini vernichtet doppelt so viele freie Radikale wie der gerührte. Da steht also, Bond trinkt seine Wodka-Martinis geschüttelt und nicht gerührt aus Gesundheitsgründen. Das steht da. Da finden Sie allerdings keinerlei Beweise, weder in den Büchern von Ian Fleming noch in den Filmen, auch nur an einer Stelle, dass Bond sich besonders gesund ernähren will. Im Gegenteil, wenn Sie sich das gleich angucken,
Da wird ihm etwas sehr Gesundes angeboten und er verschmäht es. Sie sind in einem günstigen Moment gekommen, den man als den einzig unbestreitbaren Beitrag Ihres Landes zur westlichen Zivilisation bezeichnen darf. Den 5-Uhr-Tee. Darf ich Sie vielleicht zu einem Gurkensandwich überreden? Nein, vielen Dank. Nichts, gar nichts. Und das wäre ein sehr gesundes Gurkensandwich gewesen, was ihm da Hugo Drax im Film Moonraker angeboten hat. Also nein, es gibt keinen Beweis, dass Bond wirklich gesund leben will. Diese Theorie muss man deswegen über den Haufen werfen. Sie kann es nicht sein. Es gibt keinen Beweis dafür, dass diese Theorie in irgendeiner Form stimmen kann. Also musste ich mir selber was überlegen. Und als Physiker habe ich natürlich sofort mir mal die molekulare Struktur eines Wodka Martinis angeguckt und festgestellt, so ein Wodka Martini besteht aus großen und kleinen Teilchen. Die großen Teile, das sind ringförmige Moleküle, sogenannte aromatische Moleküle, wie der Name schon sagt, die sind für den Geschmack verantwortlich. Und es gibt kleine Moleküle, Alkohol, Ethanol, ein kleines, kompaktes Molekül. Also ist ein Wodka Martini ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen. Die großen sind für den Geschmack verantwortlich und die kleinen für die Wirkung. Und was passiert mit einem Gemisch aus großen und kleinen Teilchen, das Sie schütteln? Naja, ich muss jetzt vielleicht noch eine kleine Warnung aussprechen. Ich erkläre Ihnen jetzt, warum Bond das tut. Ob das wirklich die echte Erklärung ist, das überlasse ich Ihrem eigenen Urteilsvermögen. Ja? Deswegen, also ein Wodka Martini ist ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen. Großen sind für den Geschmack verantwortlich, die kleinen für die Wirkung. Und wenn Sie so ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen schütteln, kennen Sie vielleicht morgens, wenn Sie Müsli essen, dann finden Sie in der Müsli-Packung immer die großen, schweren Teilchen, die Nüsse zum Beispiel, oben und die kleinen Teilchen sind unten. Man nennt das in der Physik den Paranuss-Effekt, der hier eine Rolle spielt. Ja, wenn Sie hier also ein Gemisch haben aus großen, schweren Kugeln, die unten liegen, und kleinen, leichten Kugeln, die oben liegen. Und wenn Sie dieses Gemisch nur lang genug schütteln, dann sind irgendwann mal wie von Geisterhand die großen, schweren Teilchen oben und die kleinen, leichten unten. Ja, das sehen Sie hier nochmal in der Computersimulation. Das liegt letztlich daran, dass wenn Sie schütteln, Sie immer mal hier so eine kleine Lücke erzeugen, sodass eine kleine Kugel von oben runterfallen kann. Sie erzeugen aber nie eine große Lücke, sodass eine große Kugel runterfallen kann. Und wenn nur die kleinen Kugeln nach unten können, dann müssen die großen Kugeln nach oben. Das war jetzt eine sehr einfache Erklärung für einen sehr komplexen Effekt. Wir gucken uns das mal im Experiment an und mischen uns mal unseren Modell-Wodka Martini. Das zeige ich Ihnen mal hier. Da sehen Sie, ich habe ein Glas und in dieses Glas packe ich jetzt den ganzen Geschmack rein. Ja, das sind die großen Kugeln. Jetzt schütte ich den Alkohol darüber, das sind die kleinen Kugeln. Und wenn ich das dann schüttel, dann sehen Sie, ja, wie von Geisterhand, das ist kein Trick, springen die großen Kugeln geradezu an die Oberfläche. Ja? Müssen Sie selber mal zu Hause ausprobieren. Die großen Kugeln liegen alle an der Oberfläche. Und jetzt können Sie sich schon überlegen, wie das Argument ist. Im gerührten Wodka Martini sind alle Teilchen gleich verteilt. Im geschüttelten Wodka Martini sind die Teilchen, die den Geschmack ausmachen, alle an der Oberfläche angereichert. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, für wen wir das tun. Das tun wir für James Bond. Der weiß offenbar, wenn er seinen Wodka Martini bestellt, dass er ihn sowieso nicht austrinken kann. Er kann maximal einen Schluck nehmen und der soll möglichst gut schmecken, weil James Bond nämlich ein Genießer ist. Meine Theorie ist, er macht es deswegen, weil James Bond ein Genießer ist. Und meine Theorie, die kann ich im Gegensatz zur Gesundheitstheorie sogar beweisen. Sie haben eine sehr laxe Art und eine ungezügelte Lebensweise. Was da wieder unter steht. Ich rede von den vielen Giften, die Ihren Körper und Ihren Verstand zerstören. Sie essen zu viel rohes Fleisch, zu viel Weißbrot und Sie trinken zu viel trockene Martinis. Dann werde ich das Weißbrot weglassen, Sir. Sehen Sie, wenn das nicht der Beweis ist. Ja, ich bin jetzt am Ende angekommen. Sie sehen, mit meinem Kollegen Stolze in Dortmund haben wir damals mit 41 Physikstudierenden zusammen ein Seminar zu dem Thema gemacht. Und entstanden in diesem Seminar ist ein Buch mit dem Titel Geschüttelt, nicht gerührt. Und da ist jetzt auch eine Neuauflage entstanden, ja eine komplette Neuauflage, wo jetzt auch viele Stunts von Daniel Craig dabei sind. Und auch ins Englische wurde dieses Buch in der Zwischenzeit übersetzt, James Bond in the Spotlight of Physics. Ich mache für dieses Buch deswegen hemmungslos Werbung, ja, und für diese Bücher, weil sämtliche Einnahmen, die mit diesen Büchern erzielt werden, gehen nämlich in Deutschlandstipendien. In Deutschlandstipendien, die man ja für unsere Studierenden einsetzen kann. Sie wissen, Deutschlandstipendium, der Staat verdoppelt das dann auch noch. Das heißt also, sämtliche Einnahmen, die durch diese Bücher erzielt werden,
werden unseren Studierenden ausgeschüttet in Form von Deutschlandstipendien. Und ich kann Sie ja bei den Deutschlandstipendien nur ermuntern, sich daran auch zu beteiligen. Das ist die direkteste Art und Weise, wie man unsere Studierenden unterstützen kann. Ja, Sie sehen da meine Quellen, die ich verwendet habe. Frank Pries, mit ihm bin ich zusammen zur Schule gegangen. Er hat mir bei der technischen Umsetzung des Vortrags sehr geholfen. Insofern geht mein Dank an ihn. Und zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Bonn-Statistik machen. In den ersten 24 Filmen, den 25. habe ich jetzt noch nicht drin, No Time to Die habe ich hier noch nicht drin. In den ersten 24 Bond-Filmen zusammen ist es so, dass Bond 28 Mal Wodka Martinis bestellte. Und er hat 37 Länder besucht. 33 Mal wird ihm gesagt, dass er sterben wird. Er hatte bisher 60 Bond-Girls, die Sie noch in verschiedene Klassen einteilen können. 16 Mal hört man Frauen raunen, oh James. Und die nächste Zahl, die haben wir genau analysiert. Ja, das war damals noch für unser Buch. Das haben wir uns genau angeguckt, sodass ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass in diesen ersten 24 Bond-Filmen zusammen James Bond genau, ja, also in allen Filmen, hat Bond genau 84 Mal Sex, 19 Mal in Hotelzimmer, 2 Mal in der Londoner Wohnung, 26 Mal am, unter oder auf dem Wasser, 16 Mal bei ihr, 4 Mal im Zug, 2 Mal in der Scheune, 2 Mal im Wald, 2 Mal im Nomadenzelt, 2 Mal im Krankenhaus, 4 Mal im Flugzeug, dann einmal im U-Boot, einmal im Auto, einmal in einem motorisierten Eisberg, einmal unter der Dusche und im Film Moonraker einmal in einem Space Shuttle, und das zeige ich Ihnen jetzt zum Abschluss. Colonel Scott berichtet, dass er 2 Überlebende der Raumstation aufgenommen hat. Einen sehr großen Mann und eine kleine blonde Frau. Recht. Okay. Dr. Gottlieb hat vor 20 Minuten Ihre Position durchgegeben. Sie werden im Bereich unseres Auffangschiffes im Pazifik niedergehen. Aller Voraussicht nach werden wir in ein paar Minuten Bildkontakt mit dem Raumschiff haben. Da das die erste gemeinsame Aktion unserer beiden Länder ist, lasse ich das Bild weiterleiten, direkt ins Weiße Haus und in den Buckingham Palace. Wunderbar, ich bin sicher, Ihre Majestät wird fasziniert sein. Wir haben den Kontakt. Na also. Aber 007, mein Gott, was macht Bond denn da? Ich habe das Gefühl, er versucht wieder einzutauchen, Sir. Nicht zu fassen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, Sir. Aber doch nicht auf dem Bildschirm, sowas. Na, endlich. James, Ich glaube, es wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. nimm mich noch einmal mit um die Welt, James. Warum nicht? Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.